Es beginnt oft nicht mit einem Zusammenbruch, nicht mit einem dramatischen Moment, in dem plötzlich alles stillsteht. Es beginnt leise, fast unsichtbar. Vielleicht wachst du morgens auf und fühlst dich trotz Schlaf erschöpft. Vielleicht spannt dein Nacken ständig oder dein Magen rebelliert immer dann, wenn du unter Druck stehst. Und vielleicht sagst du dir jedes Mal denselben Satz: Das geht schon wieder weg. Doch was, wenn dein Körper nicht gegen dich arbeitet, sondern versucht, mit dir zu sprechen? In unserer modernen Welt haben wir gelernt, Symptome wie Feinde zu behandeln. Müdigkeit wird mit Kaffee bekämpft, Kopfschmerzen mit Tabletten, Nervosität mit Ablenkung. Wir wollen funktionieren, immer. Doch der Körper folgt anderen Gesetzen als die Gesellschaft. Die Gesellschaft belohnt Leistung, der Körper belohnt Gleichgewicht. Und wenn dieses Gleichgewicht über lange Zeit zerstört wird, beginnt der Körper irgendwann Nein zu sagen. Nicht aus Schwäche, sondern aus Schutz. Der berühmte Arzt und Traumaexperte Gabor Mate sagte einmal: Wenn wir die Signale unseres Körpers ignorieren, wird er irgendwann so laut sprechen müssen, dass wir ihn nicht mehr überhören können. Genau das erleben Millionen Menschen jeden Tag. Sie glauben, sie seien einfach müde oder nicht belastbar genug. Doch in Wahrheit kämpfen sie gegen einen inneren Krieg, den niemand sieht. Stress entsteht nicht nur durch Arbeit oder Probleme, sondern auch durch das, was du ständig unterdrückst. Nicht ausgesprochene Gefühle, nicht gelebte Bedürfnisse, nicht gesetzte Grenzen. Jede heruntergeschluckte Wut, jede Träne, die nie geweint wurde, jedes Ja, obwohl du eigentlich Nein meintest. All das verschwindet nicht einfach. Es landet im Nervensystem. Unser Nervensystem ist nicht dafür gemacht, dauerhaft unter Alarm zu stehen. Doch genau das passiert heute vielen Menschen. Der Puls bleibt erhöht, die Muskeln angespannt, der Atem flach. Selbst wenn äußerlich alles ruhig aussieht, läuft innerlich ein Daueralarm. Besonders der Vagusnerv spielt dabei eine entscheidende Rolle. Er verbindet Gehirn, Herz, Lunge und Verdauung miteinander. Wenn du dich sicher fühlst, reguliert er dein System. Doch wenn du dauerhaft Stress oder emotionale Unterdrückung erlebst, gerät dieses System aus dem Gleichgewicht. Stell dir einen Rauchmelder vor, der niemals aufhört zu piepen. Genau so leben viele Menschen. Sie haben sich so sehr an ihren inneren Stress gewöhnt, dass sie ihn gar nicht mehr bemerken. Doch der Körper bemerkt ihn jede Sekunde. Und irgendwann zieht er die Notbremse. Zuerst kommt die Erschöpfung, dann Schlafprobleme, Gereiztheit oder Verdauungsbeschwerden. Viele Menschen laufen jahrelang von Arzt zu Arzt, ohne zu verstehen, dass ihr Körper keine Fehlfunktion ist, sondern eine Botschaft. Der Körper lügt nicht. Er übersetzt nur das, was die Seele nicht mehr aussprechen kann. Wie oft hast du etwas getan, obwohl du innerlich völlig dagegen warst? Wie oft hast du funktioniert, obwohl du erschöpft warst? Wir leben in einer Kultur, die emotionale Unterdrückung oft mit Stärke verwechselt. Wer weitermacht, gilt als diszipliniert. Doch der Körper interessiert sich nicht dafür, ob du stark wirken willst. Er interessiert sich nur dafür, ob du in Sicherheit bist. Besonders gefährlich wird es, wenn Menschen ihre Gefühle so lange ignorieren, bis sie selbst kaum noch wahrnehmen können. Viele Menschen spüren gar nicht mehr, dass sie traurig oder überfordert sind. Sie sagen Dinge wie: Ich funktioniere doch. Aber genau das ist oft das Warnsignal. Funktionieren ist nicht dasselbe wie Leben. Wenn Gefühle dauerhaft unterdrückt werden, sucht sich der Körper andere Wege, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Die Psyche spricht zuerst leise, durch Unruhe, durch Müdigkeit. Wenn wir das ignorieren, spricht irgendwann der Körper. Durch Schmerz, durch Krankheit, durch Zusammenbruch. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, ständig erschöpft zu sein, obwohl medizinisch alles okay ist. Genau darin liegt die Tragik vieler moderner Erkrankungen. Manche Wunden entstehen durch jahrelange Selbstverleugnung, durch chronischen Anpassungsdruck, durch das Gefühl, nie wirklich man selbst sein zu dürfen.
Viele Menschen haben früh gelernt, stark zu bleiben und die eigenen Bedürfnisse zu ignorieren. Und irgendwann entwickelt der Körper daraus ein Muster. Du übergehst Grenzen, du stellst andere über dich selbst. Nicht, weil du schwach bist, sondern weil dein Nervensystem gelernt hat, dass Sicherheit wichtiger ist als Authentizität. Doch jedes Mal, wenn du dich selbst verlässt, verliert dein Körper ein Stück Vertrauen. Und irgendwann beginnt er zu protestieren. Nicht um dich zu bestrafen, sondern um dich zurückzuführen. Zurück zu dir selbst. Viele Symptome, die wir heute erleben, sind keine Fehler des Körpers. Sie sind Schutzmechanismen. Angst kann ein Signal sein, dass du zu lange gegen dich selbst gelebt hast. Müdigkeit kann ein Zeichen sein, dass deine Seele keine Kraft mehr hat, ständig stark zu spielen. Selbst Verspannungen erzählen oft eine Geschichte. Der Körper hält fest, was du emotional nicht loslassen konntest. Wissenschaftliche Studien zeigen immer deutlicher, wie eng emotionale Belastung und körperliche Erkrankungen miteinander verbunden sind. Chronischer Stress beeinflusst das Immunsystem. Der Schlaf wird schlechter. Hormone geraten aus dem Gleichgewicht. Trotzdem leben viele Menschen weiter, als wären sie unverwundbar. Sie hören erst hin, wenn der Körper sie zwingt. Burnout ist oft kein Zeichen dafür, dass jemand zu schwach war, sondern dafür, dass jemand zu lange stark sein musste. Und vielleicht ist das die eigentliche Tragödie unserer Zeit. Wir haben gelernt, auf alles zu hören, außer auf uns selbst, auf Deadlines, auf Erwartungen, auf Benachrichtigungen, aber nicht auf das leise Ziehen im Bauch, das uns sagt, dass etwas nicht stimmt. Der Körper spricht zuerst flüsternd, doch wenn wir ihn ignorieren, beginnt er zu schreien. Doch wie lernt man überhaupt wieder zu hören? Genau hier beginnt der schwierigste Teil. Viele Menschen haben sich so sehr vom eigenen Körper entfernt, dass sie seine Signale kaum noch erkennen. Heilung beginnt oft genau dort, wo du wieder in Kontakt mit deinem Körper kommst. Nicht durch Kontrolle, sondern durch Aufmerksamkeit. Der erste Schritt ist, langsamer zu werden, denn solange dein Leben dauerhaft laut ist, kannst du die leisen Signale nicht wahrnehmen. Viele Menschen haben Angst vor Stille, weil dann Gefühle auftauchen, die jahrelang verdrängt wurden. Deshalb beschäftigen wir uns permanent. Arbeit, Unterhaltung, Ablenkung, alles, um bloß nicht zu fühlen. Doch dein Körper braucht Momente, in denen du wieder bei dir ankommst. Vielleicht bedeutet das, morgens 5 Minuten still zu sitzen. Vielleicht bedeutet es, bewusst zu atmen und zu spüren, wie angespannt du wirklich bist. Der Körper sendet ständig Signale. Die meisten Menschen haben nur verlernt, sie ernst zu nehmen. Ein flacher Atem kann bedeuten, dass du dich innerlich unsicher fühlst. Ein Druck auf der Brust kann unterdrückte Angst sein. Magenprobleme können entstehen, wenn du Situationen nicht verdauen kannst. Natürlich bedeutet das nicht, dass jede Krankheit rein psychisch ist, aber Körper und Seele funktionieren niemals getrennt voneinander. Der Körper ist dein Innenleben sichtbar gemacht. Und genau deshalb verändert sich so viel, wenn Menschen anfangen, ehrlich zu fühlen. Zu sagen, ich bin erschöpft, ich bin überfordert, ich habe Angst. Das klingt simpel, doch für viele Menschen ist genau das revolutionär, weil sie ihr ganzes Leben gelernt haben, stark zu sein, statt echt. Menschen, die lernen, ihre Gefühle wieder wahrzunehmen, berichten oft von innerer Erleichterung. Der Körper entspannt sich, wenn er merkt, dass er nicht mehr schreien muss, um gehört zu werden. Die permanente innere Alarmbereitschaft nimmt langsam ab. Denn Sicherheit entsteht nicht nur durch äußere Umstände, sondern vor allem durch die Beziehung zu dir selbst. Vielleicht fragst du dich gerade, warum Menschen sich selbst so lange ignorieren. Die Antwort liegt oft in der Angst. Denn wenn du ehrlich zu dir wirst, musst du vielleicht erkennen, dass dein Leben dich erschöpft. Dass bestimmte Beziehungen dir nicht gut tun. Dass du ständig für andere da bist, aber nie für dich selbst. Diese Erkenntnisse können schmerzhaft sein. Deshalb verdrängen viele Menschen lieber weiter. Doch Verdrängung verschiebt Probleme nur. Sie löst sie nicht.
Der Körper vergisst nicht. Er wartet. Und manchmal dauert es Jahre, bis er die Rechnung präsentiert. Viele Menschen erkennen erst nach einem Burnout oder einer Panikattacke, wie weit sie sich von sich selbst entfernt haben. Und oft sagen sie dann denselben Satz: Eigentlich wusste ich schon lange, dass etwas nicht stimmt. Genau das ist der Punkt. Der Körper sendet die Signale meist früh genug. Aber wir leben in einer Welt, die uns beibringt, sie zu ignorieren. Vielleicht liegt wahre Gesundheit deshalb nicht nur darin, Symptome zu beseitigen, sondern darin, wieder eine Beziehung zu sich selbst aufzubauen. Denn genau darin liegt die eigentliche Botschaft. Der Körper ist nicht dein Gegner. Er ist oft der letzte Teil in dir, der noch ehrlich ist. Während dein Verstand Ausreden findet, zeigt dein Körper die Wahrheit. Er zeigt dir, wo du dich selbst verlierst, wo du ständig gibst, obwohl du innerlich längst leer bist. Vielleicht ist genau jetzt der Moment, an dem du beginnst, genauer hinzuhören. Nicht erst morgen, nicht erst nach dem nächsten Zusammenbruch, sondern heute. Vielleicht beginnt Heilung nicht mit einer perfekten Methode, sondern mit einer simplen Frage: Wie geht es mir wirklich? Nicht die automatische Antwort, sondern die ehrliche Antwort darunter. Denn genau dort beginnt Veränderung. Und wenn dich dieses Thema berührt hat, dann wirst du verstehen, warum manche Wunden nicht durch das entstehen, was uns passiert, sondern durch das, was wir jahrelang nicht fühlen wollten. Im nächsten Video schauen wir uns an, was wirklich geschieht, wenn Menschen ihre inneren Konflikte zu lange verdrängen und warum ungelöste Probleme irgendwann immer einen Weg an die Oberfläche finden.